Ready? Bist du auch ready? Ja. Ja, hallo zusammen. Eine Twerk-Folge und natürlich wieder mal Ovatrol. Wir können es auch anders sein, das machen wir wirklich viel. Ich glaube, es wissen jetzt wirklich schon alle, dass wir da Ovatrol, das etwas von unserem Lieblingsmittel ist. Das ist wieder lustig, oder? Also viele und alles noch in einem perfekten Zustand, aber da Zeitenblech, Zeitenschütze, verdammt runtergefogelt. Also wirklich einfach so ein wahnsinnig geiler Kontrast. Ist das so gekommen oder sind die von einem anderen? Die sind so gekommen, aber ich musste es jetzt noch anpassen. Die sind also original nicht auf dem gewesen. Ich finde das geil. Er ist jetzt noch auf die Suche gegangen, hat dann noch mal einen gefunden, der noch ein bisschen mehr Lack drauf hat. Und jetzt haben wir die einfach wirklich schön angeschliffen, mit Ovatrol behandelt. Jetzt habe ich gerade das zweite Mal bin ich drüber. Gut, da musst du mal schauen. Da, so. Das ist doch einfach nur geil, oder? Das ist ja so, oder? Also es hat ja diverse Hersteller gegeben, die Sachsmotoren und irgendwie Rahmen verbaut haben. Die haben nicht unbedingt ihre eigenen Teile gemacht, sondern die haben jetzt zum Beispiel da, das ist ein Görike-Rahmen, Görike Modell 302. Und die haben jetzt einfach die Rahmen eingekauft, vielleicht auch Tank oder so, oder dann haben sie selber noch Tankli herstellen lassen. Oder die ganz Faulen haben dann einfach nur die Lackierung für sich selber gemacht. Und das ist immer wieder spannend, das ist eben da Kosmos in der Schweiz und das andere Görike Bielefeld. Da hat es solche gegeben, die haben natürlich vielleicht 200-300 Modelle gebaut und dann ist das wieder eingestellt worden. Ja. Also unglaublich, wirklich unglaublich. Der Motor komplett, dann natürlich alles komplett zerlegt, angeschliffen, Ovatrol behandelt zweimal und jetzt wieder zusammengebaut. Kabelzeug neu, der Strom neu natürlich, alles. Das ist jetzt 2 Tage und es geht schon, also jetzt, was es so warm ist, ja, man muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Die Seitenschütze sind noch an. Der Tank ist beim Cyril. Cyril, Achtung, wir kommen! Telefon. Achtung, Kamera. Achtung, Kamera. Achtung, Kamera. Das Fernsehen kommt. Das Fernsehen ist da. Der ist aber noch unbedingt. Ja, nein, ich will nur schnell zeigen. Siehst du, der Cyril ist jetzt da gerade dran. Aber der Der ist verdammt schön. der ist richtig schön, oder? Das ist eine richtig geile Patina. Deluxe. Deluxe. Cosmos Deluxe. Ja, das ist doch einfach, das macht einfach Freude, so etwas, oder? Und wenn der Cyril fertig ist, dann kann ich Geduld. Tankli montieren, Benzinien, Probefahrt. Fein abstimmen und dann kann man am Kunden anrufen. Wenn man so als Jungschrauber anfängt, dann ist das Problem, oder? Dann hat man vielleicht noch ein gewisses mechanisches Verständnis, du kannst das Zeug anschauen, man sieht, wie es funktioniert. Und elektrisch ist ja bei den allermeisten immer so ein bisschen, man ist froh, wenn es funktioniert. Ja. Und ich habe auch extrem lange an Zündungen rumgeguselt Ja. und nie gewusst, tut es oder tut es nicht. Aber man ist ja als Junge, hat es ja noch so die legendären Velo-Töffli-Mecher gegeben. Und das blaue Gerät dort, das ist mir öppe die aufgefallen. Ja. Und irgendwann mal habe ich dann auch herausgefunden, für was man die brauchen kann. Der Amsler, der hat ja die verkauft in der Schweiz. Und es hat einen Mitarbeiter gegeben, der hat die noch gewartet. Ja. Wenn du die aufmachst, hat es innen so einen Kleber oder ein Zettel, wo noch einer so mit so einer krakeligen Schrift oder, immer das Datum hineingeschrieben hat, wenn er die Revision gemacht hat. Geil. Der ist irgendwann mal in die Pension gegangen und seitdem, ich habe lang gesucht, bis mir das eine wieder flickt. Ja. Und darum habe ich jetzt 2. Gut. Da prüfen wir jetzt die Zündspulen. Bei der Zündspule ist es ganz häufig so, der Töpf ist kalt, du startest, du fährst los und nach 5 bis 10 Minuten stellt er ab. Aus, ja. Dann ist der Zündfunken weg. Da innen hat es einfach Kupferwicklungen und die Kupferdrähte sind ja isoliert, da ist ja ein Lack drauf. Der Lack wird spröd mit dem Alter und dann schlägt eben die Wicklung durch. Dann geht eben der Zündfunken nicht über die Zündkerze, sondern er geht irgendwo in der Spule einfach von einem Draht auf den anderen. Genau, ja. Und das ist mit der Wärme, oder? Wenn es kalt ist, isoliert es noch und wenn es warm wird, fängt es an durchzuschlagen. Wenn man Strom durchlässt und nicht laufen lässt, dann wird sie warm. Und das war früher der Tod gewesen. Also bei alten Autos darfst du den Zündschlüssel nie auf On lassen. Ja. Sonst verbrennst du einfach die Zündspulen. Also man muss den Motor früher oder später laufen lassen. Und das machen wir jetzt. Da hat es eben ein Motörchen drin. Das ist verdammt geil, oder? Das ist irgendwo für die Feldmechanik gedacht. Darum ist sie so eine Kiste und es läuft eigentlich mit 6 oder 12 Volt Batterien. Ja. Der Cyril hat jetzt da natürlich einfach ein Netzgerät mitgebracht, dass ich da nicht erstmal irgendwo eine Batterie ausbauen muss. Alles klar. Jetzt lassen wir das mit Netzgerät laufen.
Und dann kann man. Da sieht man den Zündfunken hier oben. Und man kann sogar da noch vorsichtig die Funkenstrecke verlängern und eben irgendwann, also 10 mm sagt man, muss es mindestens tun und irgendwann mal ist dann fertig, oder? Aber so kann man, und ich sehe auch schon, wenn der Funken nicht gerade ist, sondern so eine Welle macht, und jetzt siehst du, jetzt fängt er an zu stottern. Also die Zündspule, die ist durch. Du hörst von vielen Kunden, ja, ich bin beim Mech, hat mir eine elektronische Zündung eingebaut. Eine elektronische Zündung ist sicher geil, funktioniert tadellos. Man hat dann meistens gerade 12 statt 6 Volt. Ja. Aber die Achillesferse ist natürlich Elektronik ist Elektronik. Elektronik geht kaputt. Mhm. Ich bin sicher ein gutes Jahrzehnt oder sogar 20 Jahre mit Unterbrecherzündungen gefahren. Das habe ich jetzt aufgebaut, um Kondenser zu prüfen. Ist eigentlich, wie man sagt, ein Pfennig-Artikel, aber früher war halt das Geld mehr wert gewesen. Und dann hat man Kondensatoren noch geprüft. Ich mache das eigentlich auch noch gerne, einfach zum Bestätigung zu haben, wo wirklich der Fehler ist. Da laden wir den Kondenser laden und dann muss es da kurz aufleuchten. Und dann ist er geladen und dann muss man ihn wieder entladen. Und das ist echt das Spannendste am Ganzen. Also, wenn man da drücken sieht, hat es einen kurzen Blitz gegeben. Jetzt hat es Strom drauf. Und jetzt ist er entladen. Was das noch? Sehr gern. Stundenlang, das macht richtig Spass. Da kannst du einem richtig einen zwicken. In der Lehre hat man den Lehrling noch geladene Kondenser in die Hand gedrückt, oder? Und das ist richtig heftig. Ihr wisst es ja schon, eines von meinen Lieblingsthemen, Messerschmitt-Kabinenroller. Das Fahrzeug da, das ist eigentlich eine angefangene oder eine abgebrochene Restauration. Also ich habe gestern relativ lang die Schaltung eingestellt. Das ist, das ist so ein Teleflex, das ist eine relativ diffizile Geschichte. Und jetzt bin ich an der Spur noch dran. Glücklicherweise habe ich eben einmal einen ganzen Satz Messerschmitt-Teile und Werkzeug gattern. Also das ist original Messerschmitt-Werkzeug, um den Lenker zu blockieren. Da bin ich gerade dran, den Sturz einzustellen. Nach Werkstatthandbuch sollte man das Fahrzeug mit etwa 100 Kilo belasten. Zum Glück haben wir hier an der Bar schwere Bierfässer. Ich habe jetzt 2 Fässer reingebiegen. Dann kann man im Prinzip da mit dem Senkblei kann man den Sturz ablesen. Der ist jetzt 1,5 Grad, sollte aber nach Werkstatthandbuch 3 Grad sein. Und auf der anderen Seite ist er sogar positiv. Das muss ich jetzt aufbocken. Dann hat es da unten so Zahnscheiben, die man lösen kann. Ich habe die Achsschenkel am Chassis befestigt. Und jetzt kann ich die Zahnscheiben lösen und dann kann man im Prinzip die Achsschenkel nach oben korrigieren, sodass nachher im eingefederten Zustand der Sturz eben stimmt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder in den Kanal hineinschaut oder vorbeikommt, ersten Freitag. Oder eine schöne Vespa vorbeibringen zum Flicken. Also, bis dann, gute Zeit. Tschüss zusammen.